Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Mütze spielt. In dieser Runde spielen wir den britischen Light Cruiser Minotaur. Die Kapitänsskillung sowie die Modulauswahl findet ihr im angehängten How-to-Bildvideo. Schaut euch die Runde auf jeden Fall bis zum Ende an, weil ich in diesem Match mit der Mino meinen neuen Base-EP-Rekord aufstelle. Also es heißt ein sehr spannendes und hochkarätiges Game. Am Anfang schauen wir uns mal die Teamaufstellung an. Der Gegner hat ein U-Boot, 4 DDs, 2 Cruiser und 5 Schlachtschiffe. Mein Plan war jetzt erstmal in die Mitte bei B zu fahren, um da vielleicht einen DD zu catchen. Kommt immer mal wieder vor, dass sich hier einer blicken lässt und man den abholen kann. Ich habe hier einen sehr motivierten Gearing-Fahrer dabei, der mich auch smoken will. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Das heißt, wir können hier bei B ein bisschen Action starten. Zur Radar-Mino selber nochmal. Wie ihr wisst, hat die Mino ja normalerweise einen Smoke ausgerüstet, aber ihr habt die Möglichkeit, das 10 Kilometer Radar einzusetzen. Ich würde euch empfehlen, probiert es einfach mal aus. Traut euch mal. Ist ein bisschen anderer Spielstil als mit Smoke, aber ich kann euch versichern, ihr werdet damit eure Performance steigern, wenn ihr da cleveres Gameplay an den Tag legt. Weitere Informationen zur Radar-Mino findet ihr auch im angehängten How-to-Play-Video. So, wir fahren jetzt ins B-Cap rein. Da treffen wir auf eine Gearing. Ich kriege den Smoke hier gelegt von meiner Gearing. Ziehe auch gleich mein Hydro, damit er spotted bleibt. Push jetzt erstmal hier nicht um die Ecke, weil ich mir gedacht habe, der hat Torps ready auf die Kurzdistanz. Könnte gefährlich werden. Auch weiß ich nicht so wirklich, wo alle Schiffe aktuell sind. Und vielleicht hat gerade am Anfang irgendein BB die Guns auf mich und ich könnte da früh rausgehen. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass die Gearing Fehler macht, dass ich ihn vielleicht abholen kann, weil er nicht mit mir rechnet an der Position. Klar, ich habe das Hydro an, das heißt, er weiß, da ist eine Bedrohung, wird deswegen auch erstmal passiv sich verhalten. Aber das sind so Sachen, da könnt ihr geduldig sein. Ja, ihr blockt das Cap, ist erstmal fein, schaut da ein bisschen auch auf die Minimap, wo könnt ihr vielleicht Impact generieren. Bin jetzt sehr fixiert erstmal auf die Gearing und hoffe, dass er wirklich hier rauspiekt. Ist schon mit Sicherheit ein bisschen nervös, will da halt auch spotten. Und ich habe hier den Ami-Smoke, das heißt, ich kann hier sehr gemütlich im Smoke sitzen. Mir passiert ja erstmal nichts. Ich habe noch 55 Sekunden Hydro. Ich habe noch ein Radar ready. Also wenn ich will, kann ich ihn auf jeden Fall schnellstmöglich killen. Habe jetzt auf der Minimap gesehen, dass die Schliefen hier rein pusht. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt meine Turrets drehe und auf die Schliefen farme, um da meinen Damage in die Höhe zu treiben. Ich schaue auch immer so ein bisschen auf die Minimap, was die Gearing so macht. Sehe jetzt, meine Gearing pusht da jetzt rein. Da kommen schon die Torp-Sets von der Gearing. Unsere Gearing dodgt die sehr, sehr gut, muss man sagen hier. Ja, er baitet ihn quasi und das war für mich der Moment, wo ich sage, wir gehen rein. Er smoked sich jetzt auch, das heißt, ich kann verdeckt an den Rand fahren. Ist für mich unfassbar gut und wer das Gearing-Layout kennt, die hat mehr Panzerung. Das heißt, ich mache da deutlich mehr oder deutlich einfacher Pens. DD in der Mitte gekillt. Jetzt kriegen wir auch das Cap for free. Man muss jetzt hier auf jeden Fall noch auf Cross-Shots aufpassen, sowie auf Torps, die ich hier bravourös natürlich dodge. Wie ihr mich kennt, bin der Meister der Lücken. Und somit haben wir auch erstmal hier einen relativ guten Ausgangspunkt. Ich habe jetzt die Möglichkeit, hier wunderbar das Cap fertig zu cappen. Vielleicht auch die Möglichkeit, auf die Haaland hier ein bisschen zu schießen. Bin ja hinterm Smoke. Das heißt, ich bleibe höchstwahrscheinlich zu. Ich muss auf jeden Fall auf die WBs hinter mir aufpassen. Ihr seht es auf der Minimap. Die Bungo und die Wisconsin. Die spotten mich jetzt auch. Also es ist jetzt gerade riskant, muss man sagen.
weil ich auf jeden Fall One-Shot bin. Aber ich wollte hier die Möglichkeit nutzen, um auf die Haaland ein bisschen Damage zu machen, weil der muss jetzt raus, wurde auch reset von mir. Das verschafft uns ein bisschen Zeit im C-Cap. Hier habe ich ein bisschen Glück, dass die BBs ihre Turrets nicht auf mich gedreht haben. Jetzt kommt aber, so wie es aussieht, gleich die Salve von der Bungo. Die habe ich im Blick und versuche die hier auch zu dodgen, was sehr gut funktioniert. Kommen ja auch nochmal ein Smoke von der Gearing. Der hat mich hier sehr gut unterstützt in der Mitte. Sowas ist immer nice, wenn du hier so einen Support bekommst von einem DD. Und da kannst du halt auch in so einem Game sehr, sehr viel reißen. Hat auch immer sehr gut gespottet. Also ich war da voll zufrieden, hat auch ein +1 nach dem Match von mir bekommen. Das war auch mit ein Grund, warum wir diese Runde gewonnen haben. Ich finde auch Mino zentral zu spielen ist immer sehr, sehr stark. Ihr habt einen guten Impact. Ihr könnt auf beiden Seiten unterstützen. Könnt auch immer schön crossfiren in gewisse Positionen rein. Kann auf jeden Fall vom Positioning sehr, sehr stark sein. Ich habe jetzt so ein bisschen gehofft, dass die Haaland hier vielleicht reinpusht, dass ich den vielleicht abholen kann. Wobei der weiß, dass ich da bin. Ich ziehe jetzt mal mein Hydro, um zu gucken. Vielleicht ist er in der näheren Ecke hier irgendwo. Aber was ihr schon seht, dass so langsam die Anzahl unserer Mitspieler deutlich schrumpft. Und wir auf jeden Fall noch ein sehr anspruchsvolles Game vor uns haben. Bin jetzt spotted. Kurz gewesen, war wahrscheinlich die Haaland. Top jetzt nochmal. Hab leider kein Radar ready. Was wahrscheinlich auch hier eine Verschwendung gewesen wäre, da ich in dem kurzen Moment sowieso keinen Damage hätte anbringen können. Entscheide mich jetzt vorzufahren, um unsere Petro hier zu supporten mit Crossschutz auf die Venice, um da Damage drauf zu kriegen. Sehe jetzt auch, dass die Revo reinpusht. Und versuche jetzt hier so viel wie möglich Support dazulassen, um möglicherweise die Flanke noch dicht zu halten. Weil man sieht, die Petro ist jetzt hier der letzte Überlebende. Der wird jetzt gesandwiched von 2 Schiffen. Das ist auch der Grund, warum ich hier aggressiv drauf fahre, weil ich sehe, okay, die Repo hat ihre Türme nicht gedreht. Repo relativ weich, da kann man guten Damage drauf machen. Und das versuche ich hier 100% auszunutzen, um dann noch zu supporten. Repo ist zum Glück jetzt low. Ich beginne jetzt noch weiter Open Water zu schießen, wird jetzt aber von der Izumo rausgenommen. Das heißt jetzt ein 1 gegen 1 gegen die Venice. Kann unangenehm sein, zum Glück schießt er hier mit AP. Mit SAP wäre es deutlich unangenehmer. Meine Idee war jetzt hier zuzugehen. Und ihn erstmal zu torpen, solange er im Smoke ist. Hier war so ein bisschen mein Fehler. Ich habe vorher das Radar gezogen und kann ihn jetzt nicht radern und for free farmen. Das wäre in der Situation deutlich einfacher gewesen. Versuche jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Distanz aufzubauen, vielleicht ein besseres Positioning. Ich bin hier nicht ganz zufrieden mit meinem Fahrweg, mache es mir hier selber schwer mit der möglichen Insel. Habe jetzt gemerkt, wenn ich zu weit aufdrehe und wenn es mich spottet, dann komme ich nicht mehr rum und ich möchte ja nach hinten her rausdrehen. Habe auch gesehen, wenn es dreht nach vorne rein, bin jetzt Plane spotted. Da geht die Venice auf, jetzt hat er SAP geladen und jetzt zieht es ein bisschen mehr. Ihr seht das. Das ist äußerst unangenehm und jetzt muss ich schauen, dass ich hier schnellstmöglich die Venice rauskriege, sonst wird es hier äußerst unangenehm.
Apropos äußerst unangenehm, ihr seht in der Mitte, das B-Cap wird angekippt. Und das ist auch so kein gutes Zeichen für mich, weil jetzt auf einmal eine Iwami vor mir aufploppt und das ist jetzt ein wunderbares Minus-Sandwich. Ich bin zwischen zwei Schiffen gefangen, entscheide mich jetzt hier zu torpen und parallel auf die Venice zu schießen, die aber jetzt rausgeht. Und jetzt heißt es nur noch 1 gegen 1 gegen die Iwami. Die Secondaries schießen mich hier runter. Habe ich da Glück? Und ich habe Glück, krieg die Iwami raus, bevor ich hier sterbe. Überlebe mit 870 HP. Mein Problem ist, mein Heal ist auf Cooldown. Ich bin spotted. Und hier ist noch eine Smolensk. Der sieht mich und der schießt auf mich. Mit 870 HP seid ihr relativ schnell down. Ich bin jetzt auf 200, versuche hier mein Bestes zu dodgen, kriege den letzten entscheidenden Dodge noch hin und versuche mich hier erstmal hinter die Insel zu retten, um zuzugehen, mein Heal zu bekommen. War verdammt close. Also ich habe hier ein bisschen Glück gehabt, guten Support von meinen Teammates bekommen. Hier nochmal Blindshots, die waren auch nicht gerade ungefährlich. Schieb mich jetzt erstmal hinter die Insel, entscheide mich nicht zu schießen, weil ich nicht weiß, wo die Haaland ist. Und ziehe jetzt endlich in meinen Heal. Bin jetzt ein bisschen froh, dass die Sache erledigt ist. Habe jetzt auch davor noch einen Radar gezogen, um mich da abzusichern, ob hier irgendwo der DD ist, damit ich nicht in irgendeine Falle reinfahre. Also hier 100% auf Safe gespielt, dass man nicht abgeholt wird. Fahr jetzt erstmal ins C-Cap rein, möchte das erstmal cappen. Weil wie ihr seht, sind wir auf jeden Fall bei den Caps behind, bei den Schiffen behind und wir müssen da jetzt das Ganze wieder absichern. Wir haben jetzt noch im Gegnerteam eine Yamagiri, eine Haaland, eine Smolensk und eine Bungo und das U-Boot. Also da ist noch gut was am Start, was äußerst unangenehm sein kann auf der Gegnerseite. Schieb mich jetzt hier an die Ecke, bin hier erstmal safe, kann in Ruhe cappen. Habe jetzt überlegt, was ist mein nächster Move. Klar, erstmal cappen. Dann habe ich mir überlegt, ins Zentrum zu fahren. Weil höchstwahrscheinlich der Gegner auch ins Zentrum fährt. Ich weiß nicht, wo die Smolensk ist. Jetzt geht meine Wisconsin raus. Das ist jetzt auch nicht gerade unbedingt super nice. Und ich habe eine Gearing, die von einer Haaland, Yamagiri und einem U-Boot umzingelt ist. Der wird auf jeden Fall Support von meiner Seite. Der braucht eine Radarmino, die ihn gegen die DDs unterstützt und auch gegen die Smolensk noch im Notfall was machen kann. Ich muss auf die Bungo massiv aufpassen. Mit 16k bist du auf jeden Fall ein One-Shot. Ich meine, du bist auch Full Life ein One-Shot, aber mit 16k ist die Chance deutlich höher, dass er dich mit einer Salve rausnimmt. Die Sumo entscheidet sich auch in die Mitte zu fahren. Da fühle ich mich gleich ein bisschen sicherer, was Smolensk angeht. Weil gerade in Smolensk kann 16k auch schnell runterschießen. Aber ich bin auch sehr gefährlich für die Smolensk. Wenn der zu weit aufdreht, mit den Improved Pen Angles, sagen wir mal so, nuke ich den auch ganz gut. War hier auch relativ eng ran. Wollte erstmal abwarten, schauen, die Izumo ist spotted, was mich jetzt hier so erwartet. Ich traue dem Ganzen nicht so wirklich. Die Smolensk war sehr, sehr lange zu. Die Bungo war jetzt sehr, sehr lange zu. Ich habe keine Ahnung, wo die Schiffe sind. Yamagiri war auch lang zu. Haaland, U-Boot, schon sehr lange nicht mehr gespottet. Da muss man wirklich vorsichtig sein. Ich habe überlegt, hier einen Radar zu ziehen. Habe mir gedacht, wenn ich hier einen Radar ziehe, dann bin ich aus dem Game. Ich gehe einfach mal das Risiko ein. Weil auch meine Izumo jetzt zu war. Das war für mich so ein bisschen der Grund zu sagen, ich schiebe jetzt mal nach. Und schaue, dass ich Richtung A-Cap komme, um die DDs zu punishen. C wird jetzt angekappt. Gehe ich sehr stark davon aus, dass hier die Smolensk drin sitzt. Also jetzt geht es langsam in die Richtung, dass der Gegner wieder zurückkappt.
Aber für mich war ganz klar, dass Cap bei B und bei A muss verteidigt werden. Ich sehe jetzt, die Haaland Yamagiri ist auch am Start. Hab mir gedacht, okay, die Yamagiri wird unsere Gearing kriegen. Ich schaue, dass ich auf die Haaland schieße. Mein Radar läuft schon. Haaland kriegt einen Torpedo-Hit. Das war enorm wichtig für mich. Hab noch 30 Sekunden Radar. Jetzt ist die Frage, schaffe ich es noch rechtzeitig um die Ecke, bevor das Radar ausgeht, dass ich die Haaland killen kann. 20 Sekunden, sieht gut aus. Der Vorteil an der Mino ist, ihr habt ein unfassbar langes Radar und damit könnt ihr so dermaßen gut DDs punishen. Das ist einfach nur nice. Apropos nice, wir kriegen die Haaland. Damit sieht es wieder wirklich gut für uns aus. Können auch damit das A-Cap erstmal verteidigen. Und ihr seht auf der Minimap jetzt taucht die Bungo auf. Und das war für mich das Zeichen, ich muss jetzt Feuersupport geben. Ich muss da meine Guns mit ins Spiel bringen, weil Izumo gegen eine Bungo könnte unangenehm werden. Was mein Izumo hier wirklich gut macht, ist, dass er nicht Breitseite zeigt. Er fährt geengelt weiter, weil gerade gegen eine Bungo musst du gewinkelt bleiben, um möglichst wenig Damage zu bekommen. Und das macht er hier wirklich gut. Ne? Man sieht sehr häufig, dass die Leute dann breit drehen, um alle Guns nutzen zu können. Und er macht den Fehler nicht und hilft uns dadurch sehr gut weiter und lässt sich da auch nicht locken. Ich versuche hier so viel wie möglich Damage noch rauszuholen, um meine Izumo zu unterstützen. Apropos unterstützen, gleich mal einen Unterstützer bekommen. Und hier voll drauf. Kriege auch den Kill auf die Bungo. Das heißt, wir haben jetzt das 3 gegen 2 ausgespielt. U-Boot und Smolensk gegen Gearing, Izumo und mich. Mein Plan war jetzt erstmal hier zu warten. Bisschen entspannt zu bleiben und dann zu schauen, wenn ich mein Hydro ready habe, Druck aufzubauen. Wir haben den Cap-Vorteil. Wir müssen überhaupt nichts überstürzen. Die Zeit läuft aktuell für uns. Und jetzt poppt auf einmal das Hydro-Symbol bei mir auf. Gar nicht gut, weil ich weiß nicht, wo die Smolensk kommt. Das ist jetzt so ein bisschen mein Problem. Ich sehe, dass er im Cap ist. Das heißt, er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Habe mich jetzt entschieden, ein bisschen zu reversen. Ich versuche jetzt hier einen besseren Winkel zu bekommen, dass ich vielleicht meine Torps besser einsetzen kann, dass ich meine Guns besser einsetzen kann. Ihr seht, ich drehe meine Türme auch schon vor, wenn ihr hier rumpiekt. Dass ich meine Türme voll nutzen kann und auch hier so ein bisschen raus zu reversen. Da geht er jetzt auf. Hydro ist leider noch nicht ready, aber ihr seht, ich ziehe gleich unter die Türme und die Improved Pen Angles helfen mir hier enorm weiter. Man merkt auch, wie viel Damage ich da mache gegen eine Smolensk, die zu weit aufgedreht ist, und kann ihn da sehr schnell rausnehmen. Torps hat er keine mehr rausgekriegt, ich ziehe trotzdem mein Hydro. Sicher ist sicher und ratet mal, was ich hier gefunden habe. Richtig, das U-Boot. Wir haben noch 50 Sekunden Zeit und ich wollte selbstverständlich diesen U-Boot-Kill haben. Weil das nämlich mein Kraken ist. Und da werde ich dann richtig gierig. Beach mich hier nochmal. Bisschen Pech gehabt, aber voll aufs U-Boot drauf. Und da geht er auch auf. Hab noch 30 Sekunden Zeit. Er taucht jetzt auf, ist für mich natürlich super. Sage ich gleich, hey, vollen Damage drauf. Die Torps treffen nicht. Und ich krieg hier noch den U-Boot-Kill. Sehr nice. Damit hole ich mir noch den Kraken ab. Und wir haben wirklich eine sehr geile Mine-Runde hier gehabt. Schauen wir noch auf dem Endscreen, was wir in dieser Runde Wunderbares vollbracht haben. Wir haben 218 Damage, wir haben Unterstützer, wir haben vernichtenden Schlag, Kraken, Großkaliber
Also auf jeden Fall sehr, sehr nice. Die Teamwertung, wir haben knapp 3600 Base, also auf jeden Fall für mich eine sehr, sehr geile Runde. Wenn euch das Spielvideo gefallen hat, lasst gerne ein Like bzw. einen Kommentar da. Wenn ihr noch Fragen habt, Feedback zum Video, über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Die Mütze ist raus, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.